Yo YouTube, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Wir spielen Warzone jetzt seit fast schon 4 Jahren und in dieser Zeit haben wir super viele Meta-Waffen hinter uns. Und ich kann mich wirklich an den Großteil einfach nicht mehr erinnern, deswegen schauen wir uns heute zusammen ein Video an mit den ganzen Meta-Waffen von Warzone 1 bis Warzone 3, also 4 Jahre lang. Zusammen an, einfach um wieder so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was wir damals gespielt haben. Und ich muss euch wirklich sagen, ich freue mich irrsinnig auf diese Reaction, weil ich einfach so unglaublich nostalgisch immer werde, wenn ich diese alten Clips von Warzone 1 sehe, weil da wirklich einfach mein Herz aufgeht. Da war das Game noch schön, da hat man es noch spielen können und da hat man wirklich noch Spaß daran gehabt. Deswegen, wir schauen uns das Ganze an. Wenn euch das Video gefällt, wenn euch die Reaction gefällt, gerne noch ein Like auf dem Video da lassen und ein Abo hier auf dem Kanal. Da kommen täglich ab 13 Uhr Reactions und Uncut-Videos, Special-Videos live. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne noch einen Abo da lassen. Na gut, wir schauen direkt rein. Das Video ist übrigens wieder von Ornery Plays, von dem haben wir uns vor kurzem schon ein Video angeschaut. Der macht wirklich sehr gute Videos und Zusammenfassungen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Und ja, let's go. So, ganz am Anfang. Er redet jetzt straight up von ganz am Anfang. M4, HDR, Grau, RPG, Car 98, MP5. Pretty sure. Oh mein Gott, Alter, das war wirklich, das war die schönste Warzone-Zeit, ganz am Anfang. Junge, man hatte so Spaß, man hat so viele Waffen spielen können, die waren alle unfassbar geil. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir ganz am Anfang, habe ich immer M4 mit Holovisier zusammen mit HDR und Holovisier gespielt. Beides mit, nicht mit Holovisier, mit Thermalvisier beides. Also komplett irgendwas. Du hattest nichts auf Close Range, aber du dachtest trotzdem, ja, safe, das ist schon das Loadout. Weil sich niemand irgendwie zu der Zeit hat sich niemand YouTube-Videos dazu angeschaut, was alles geil ist, was alles nicht geil ist. Deswegen, ja, hat man einfach von vorne bis hinten irgendwas gespielt. Aber es war halt so nice. Ich hab's so enjoyed. Selbst, ja, absolut verständlich. Oh, M4, dieses Visier auch noch drauf. Da hat man einen bestimmten Lauf auf der Waffe gespielt, dann hat man dieses Iron Sight bekommen. Es war wunderschön. Ich glaube, M4 könnte Top 3 meiner Lieblingswaffen sein. M4 war geil. So geil. Oh, K98, einfach satisfying. Einfach wunderschön. Geil. Das meine ich halt, dieses Thermalvisier. Oh, wunderschön. Habt ihr gesehen, wie clean man die Gegner da sieht? Warte. Ich hoffe, das zeigt er nochmal. Ja, schau euch das an. Schau euch das an, wie clean man die Gegner gesehen hat, während man ein Thermalvisier dabei hat. Es war crazy. Bis zu einem Punkt, wo irgendwie 2-3 Monate nach Launch von Warzone 1 haben dann plötzlich alle angefangen, kaltblütig zu spielen. Und ab dem Punkt hat man gar nichts mehr gesehen. Boah, der Voice Crack war crazy. Ab dem Punkt hat man wirklich gar nichts mehr gesehen. Das war richtig unlucky. Aber bis dahin wunderschön. Es war so nice. Hat so Bock gemacht. Oh, Vixter 123, Alter. The one and only. Der GOAT. Mit der Grau. Die Grau damals. Okay, ich nehme alles zurück. M4 ist nicht in den Top 3 drin von mir, glaube ich. Aber dafür die Grau. Grau auf jeden Fall hat sich einen Spot in den Top 3 meiner Lieblings-Long-Range-Waffen verdient. Geile Waffe. Ja, geile Waffe. Vor allem dieses wunderschöne Iron Sight. Wow. Nee, Bot-Lobby ist geil. Ich war kein Riesenfan davon, als man die mit Visier gespielt hat. Die Grau. Das haben auch viele gemacht, aber das habe ich gar nicht verstanden. Dann hat die nicht mehr so krass gebeamt und es war einfach nicht mehr so clean. Junge, was sind das für Bot-Lobbys? Geil. Das war wirklich so in Warzone 1. Hat man solche Bot-Lobbys, ja? Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Schaut euch diese Waffe an. Schaut euch das an hier unten. So sieht eine normale Grau aus. So. Und das ist die Grau auf Close Range. Was zur Hölle ist das? Noch nie gespielt, noch nie gespielt. Junge, what the fuck? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja komplett krank. Oh, MP5. MP5 war so schön damals. Ich habe die MP5 immer als Hipfire-Waffe gespielt. Also nicht tatsächlich, ich bin nie ins Visier gegangen. Ich habe die als Hipfire-Waffe gespielt. Die hatte so eine krasse Genauigkeit mit Hipfire, das war krass. Also man hat einfach nicht ins Visier reingehen müssen. RPG. So ein guter Clip, what the fuck? Crazy.
Weil es gerade gesagt hat. Ja, ich wollte es gerade sagen. Diese RPG, könnte ich an den Rocket Launcher Meter erinnern, für die Leute, die damals noch nicht Warzone gespielt haben. Seid froh darüber. Vertraut mir, es war crazy. Also jeder hat eine Grau dabei gehabt und einen Raketenwerfer. Weil mit diesem Raketenwerfer hast du wirklich jedes einzelne Haus easy clearen können, weil diese Waffe viel zu viel Damage gemacht hat und du hast teilweise mit einer Rakete hast du irgendwie ein ganzes Team wipen können. Und es war auch noch One-Shot auf jedes einzelne Fahrzeug, auch auf den LKW. So krank gewesen. Awesome. Crazy. Snake Shots, Snake Shots, so geil. Ja. Crazy, der Clip, wow. Irgendwie viele Kills, ja, chill mal. So eine schöne Waffe. Ja, er hat gerade schon gesagt, damals war nur Verdansk da, deswegen war die Waffe jetzt nicht so super drüber OP, weil es halt nicht so viele Close-Range-Fights gab. Das unterschreibe ich aber. So der Großteil war halt wirklich einfach auf Long Range. A couple of nerfs and patches later, and that brings you to the meta just before the Cold War integration, where we saw guns such as the Origin 12 shotgun, the R9 Origin shotgun, und R9. the AS-VAL, the M13. AS-VAL, ja? M13. M13 muss auch einer meiner Favorite-Waffen gewesen sein, glaube ich. Kann es in die Top 3 schaffen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie ist vielleicht Top 5, aber Top 3. Wir gehen nur auf Top 3 heute ein, okay? Oh, bodenlos. Bodenlos. The AS-VAL had this bug with this bullet penetration that allowed you to shoot through the entire map, and that is not an exaggeration. Den Clip habe ich schon gesehen. Und das ist bodenlos. Also es gab einen Bug mit der AS-VAL. Ich weiß nicht, ob das an einem Lauf lag. Ich glaube, das war ein bestimmter Aufsatz. Muss der Lauf gewesen sein oder irgendwie eine Munition, die man draufgepackt hat. Munition oder Lauf oder in Kombination hat man wirklich alle Wände einfach wallbangen können. Man hat dazu Schnappschussgranaten gespielt, damit man die Gegner halt mit den Schnappschussgranaten markiert. Und dann hat man einfach durch alle Wände durchgewallbangt. Und dann sind Clips wie diese entstanden. Das sind irgendwie durch 3 Wände oder sowas. That one? But even after they fixed the bullet penetration, it was still a really good gun. Ja, safe, auch danach war die echt geil. Und auch guter Sniper-Support. Kar98K because it acted as like a SMG AR hybrid thing. Now I want to go ahead and lump the Kilo and the M13 together because they acted very similar to me. They were both very accurate. M13? Krank. Also M13 wirklich komplett insane. Die hat so unfassbar Spaß gemacht. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Das war nie eine Waffe, die auch nur ansatzweise so richtig super krass Meter war, sondern es war immer so eine Waffe, die immer so im Hintergrund relativ genauso gut war, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter als die ganzen Meterwaffen. Aber die hat einfach super Spaß gemacht. Mit diesem Holovisier, im besten Fall noch ein Blue Dots drauf, wie der Kollege hier gerade hat. Und es war krank. Also das hat wirklich einfach Spaß gemacht und war einfach satisfying, Leute auf irgendwie 100, 200 Meter damit komplett zu beamen. Hat super wenig Damage gemacht, aber es war einfach satisfying. War krass. Und Kilo war auch nice, true. Kilo war auch sehr nice. All this chaos during the state of the game, the absolute most broken gun at the time ja, was die Bruen. Boah, die war so nervig. Die hat gar keinen Spaß gemacht, die war viel zu OP. So eine Müllwaffe. Warte. Er geht gar nicht auf die Amex ein. Wieso geht er nicht auf die Amex ein? Weil ich wollte gerade sagen, die Amex musste jetzt eigentlich kommen. Also kurz vor Cold War war die Amex, glaube ich. Die war auch, ich glaube, das war meine Favorite-Waffe bis jetzt. Amex müsste Nummer 1 gewesen sein. Also die Amex habe ich absolut geliebt. Das Geile an der Waffe war, dass du Skill gebraucht hast, um damit anständig viele Kills machen zu können. Und davon kann man bei den ganzen Cold War und Vanguard Waffen eher weniger reden, weil die alle keinen Recall hatten. Damit hat jeder Volldepp dich holen können. Aber so hier ist es, also bei der Amex war das richtig geil. Oh, FFAR, so eine schöne Waffe. Genau, also er redet jetzt für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Das erste Spiel, was in Warzone drinnen war MW 2019. Das zweite Spiel war jetzt Cold War. Darüber redet er jetzt. Und dann wurden halt die Waffen integriert. Cold War came out, the dominant ones were the FFAR, the Akimbo DMRs, the MAC-10, and most notably the DMR. Aside from the FFAR, this may have been my least favorite state of the game. For starters, das fühle ich. Als Cold War rauskam, hatte ich auch irgendwie nicht ganz so viel Spaß wegen der DMR. DMR ist so ein ganz, also das ist so
Ganz komisch. Richtig komisches Phänomen. Entweder du bist Team, ich habe diese Waffe geliebt und es war meine Lieblingsmeter of all time. Oder du bist Team, ich habe sie abgrundtief gehasst und jede Sekunde, wo diese Waffe Meter war, wirklich verabscheut. Das Team bin ich. Ich habe es wirklich gehasst. Die hat mich sowas von abgefuckt, die Waffe. Jeder Idiot hat sich damit killen können. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Der Mac-10 war geil, aber. Mac-10 war geil. Hat Spaß gemacht. However, if the Mac-10 didn't do it for you, you still had the Akimbo Diamatis, which were a 3-round burst killing machine. Oh, schau ich die Range an. Ja. Diamati ist auch krass gewesen. Diamati war auch lustig. Das stimmt schon. However, there was a little glimpse of light during this dark meta with the FFAR. This FAMAS-like AR was a laser that was... Die hat einfach Spaß gemacht. Die FFAR, dass er die jetzt mit dem Visier spielt, ist ein bisschen Quatsch, aber die FFAR hat richtig Spaß gemacht. Geile Waffe. Er hat, okay, 3 Gegner vor ihm und er hat Stopping Power Rounds in der Waffe drin. Für die Leute, die sich nicht erinnern können, Stopping Power Rounds war, dass du mehr Damage gemacht hast pro Kugel. Bedeutet, die werden jetzt sowas von schnell umfallen. Die haben gar keine Chance. Einer tot. 2 tot. 3 tot. Now that Cold War had been out for a couple months and Amex hieß ja. Modern Warfare 2019 geil, Alter. Geil. Hat so Spaß gemacht. But there were still other viable options such as the FFAR. We even had a short period of time where we saw a burst meta. FFAR habe ich gar nicht enjoyed. Okay, Burst genauso wie DMR gar nicht geil. Es gab die 3 Waffen, die mir in Warzone 1 gar nicht gefallen haben, war DMR, AUG und M16 und die kamen alle relativ hintereinander. Also das war wirklich ein halbes Jahr, wo ich absolute Schmerzen am ganzen Körper empfunden habe. Das habe ich gar nicht enjoyed. Die Psychov. Die Psychov, die hatte irgendwie ein 100er Magazin. Und 100er Magazin, krasses Movement und die war krass 80er, meint er gerade. Amex war geil. Amex war so geil. Er sagt jetzt auch gerade, die Amex hat Skill gebraucht, damit man den Rückschuss kontrollieren kann. Darum war sie gut für gute Spieler. Genauso sollen Metawaffen sein, finde ich. Genauso nämlich. Oh, bitte. Boah, so dumm. Okay, Vanguard. Pre-Vanguard. Hier kommen wir jetzt zu meiner Nummer 2 Waffe of all time. Nummer 1 hatten wir die Amex. Nummer 3 hatten wir die Grau und Nummer 2 tatsächlich die XM4. XM4 mit einem bestimmten Retikel, man hat ja damals noch Retikel wechseln können, war wirklich unfassbar. Ich habe das so krass enjoyed, ich kann es euch nicht in Worte fassen, es hat so Spaß gemacht. Schreibt mir aber jetzt gerne in die Kommentare, was eure Top 3 Waffen of all time bis jetzt in 4 Jahren Warzone war, würde mich sehr interessieren. Geile Waffe. Boah, bitte schau ich das an, einfach nur das MG82, die war Müll. Swiss. Ich war tatsächlich Team Swiss. Ich habe die K98 nicht ganz so enjoyed. Ich finde, die war immer so ein bisschen inconsistent, hat sich weird angefühlt. Aber die Swiss war einfach clean. Damit habe ich teilweise irgendwie auf 100 Meter Leute quickscopen können oder sowas. Das war einfach geil. Und OTS 9 war die beste SMG bis jetzt. Ich mache jetzt auch ein Rating für die ganzen SMGs, okay? OTS 9, die beste SMG, weil sie das krasseste Movement und die beste Time to Kill hatte. Satisfying einfach. XM4? Krieg? Ja, Cold War AK. Cold War MP5 auch satisfying. So eine Müllwaffe, die hat viel zu schnell Time to Kill, viel zu schnell. Schau ich das an. Das war dumm, das war dumm. Das war einfach dumm, diese Waffe. Dumm. Jeder Idiot hat dich damit killen können. Oh, satisfying. Ja, das ist eine schöne Waffe. Die Schweizer. Oh. Ah, Bo, wer sniped denn da so? Chill mal kurz. So eine schöne Waffe, die XM4. Oh, nice shot. Warte mal kurz. Damals wurde nämlich noch angezeigt, auf welche Distanz das war. Hatte den gerade auf 800 Meter geheadshot-sniped? Bro, what the fuck? Okay, warte, ich muss da nochmal zurückspulen. Vanguard. Das heißt, wir kommen jetzt zum dritten Game an, was es in Warzone geschafft hat. Und zwar Call of Duty Vanguard. Da waren alle Waffen absoluter Übermüll, meiner Meinung nach. Oh, sorry, ich bin vorgeskippt. Absoluter Übermüll, meiner Meinung nach, weil
die sich alle komisch angefühlt haben. Die SMGs waren weird, bis auf 1, 2 SMGs, und die ganzen Long-Range-Waffen hatten alle 0 Recoil, bedeutet, es hat 0 Skill verlangt, um damit einen Kill zu machen. Und dann schaut euch auch noch diese riesen Coronis an, die dir im Gesicht hängen, wenn du mit der Owen schießen willst. Was soll denn das? Du kannst ja gar nicht sehen, deine Hälfte des Screens ist einfach verdeckt. Das ist so komisch, manche Waffen, ich verstehe das nicht. Müll, Cooper so Müll. I know a lot of people love this state of the game, but me personally, I could not stand it. The meta-defining guns at the time were the MP40, the Owen gun, the Brent LMG, the Cooper Carbine, the Well gun, the Wellgun in Ordnung. Müll. Müll. Alles Müll, alles Müll. Er sagt jetzt auch gerade, es hat 0 Rückstoß. Nichts davon hat Rückstoß. Jetzt sagt das gerade. Er hat es auch gehasst. Junge, also pre-watched oder was? Er sagt jetzt auch gerade, dass er diese Meter gehasst hat, weil es einfach langweilig war. Das hat keine Waffe davon, hat so richtig so Charakter einfach gehabt, wo du dich mit der Waffe so ein bisschen erst anfreunden müssen und dann einfach, weil du gut warst mit dieser Waffe, hast du Kills gemacht, sondern nein, du hast 0 Rückstoß auf jeder Waffe gehabt. Oh, das war aber geil. PPSA Hipfire war geil. Ja. Müllwaffen, alles Müll. Alles Müll. Then you have the Cooper, STG, and Bren, which again dominated every other gun from Kein Rückstoß. Modern Warfare 2019. Warte. Das ist geil. Seht ihr das? Wenn er den Gegner anschießt, wird der orange markiert. Das ist, weil er das Combat Scout Perk dabei hat. Kampfspeer auf Deutsch. Das war, jedes Mal, wenn du den Gegner angeschossen hast, wurde der einfach orange markiert. Das war vor allem für Maus- und Keyboard-Spieler richtig geil, weil dann hast du sie einfach durch die Wand die ganze weiter anschießen können. Das war so ultra satisfying. Ich wünschte, sie hätten das in Warzone 3 auch wieder reingebracht. In Warzone 2 haben sie es komplett ausgelassen. In Warzone 3 haben sie jetzt wieder Combat Scout reingegeben, aber diesmal in einer abgeschwächten Version, wo sie jedes Mal, wenn du einen Gegner anschießt, hat er so einen Live-Marker ganz kurz über sich. Aber nicht, dass er markiert wird. Ich wünschte, sie würden das wieder zurückbringen. Das war so geil. Ist wieder Hipfire PPSA? Geil, Alter. Geil. Now we'll take like spring of 2022 all the way up to the launch of Modern Warfare 2. So eine Müllwaffe. Was ist das überhaupt? Wie heißt die? Ist es die MG82 wieder? So eine Kacke. NZ, Alter, die war auch so Müll. Marco war auch so Müll. Die und die OTS teilen sich Platz 1 und 2. Ich bin unentschieden, was davon Platz 1 bekommt, aber die teilen sich Platz 1 und 2 von den besten SMGs, die wir in 4 Jahren Warzone hatten. Unfassbares Movement, hat sich unglaublich satisfying angefühlt und einfach overall wunderschöne Waffe. UGM 8 hieß das LMG, so ein Müll. Typ 100 viel zu schnell, Time to Kill. NZ, wirklich so eine Müllwaffe. Sorry, ich glaube, ich werde hier gerade viel zu emotional, was diese Waffen angeht. Es tut mir so leid, ja. Ja, unterschreibe ich. Ab diesem Punkt war Warzone wirklich, also der größte Müll, den ich je gesehen habe. Warzone 2 war wirklich, also dass wir das jetzt im Nachhinein betrachtet, dass wir uns das wirklich für ein ganzes Jahr antun mussten, ist die größte Frechheit, die ich je gesehen habe. Also allein diese Waffen, ja. Das ist so krass. Kein Movement, gar nichts. Ja, RPK, Fennec, Tech V, Tech 56. Das stimmt, ganz am Anfang, so die ersten 2 Monate oder sowas, hat man nur Fennec und RPK gespielt und das war wirklich, also, das waren die langweiligsten 2 Monate meines Lebens, glaube ich. Das war krass. Boah, schau dich an, wie langsam man da im Scope ist. Allein diese Waffen, die waren einfach darauf ausgelegt, dass du wie ein Volldepp einfach in der Ecke campst und einfach nur im Visier die ganze Zeit bist. Schau dich, wie langsam der im Visier ist. Boah. So langsam. Alles so langsam im Visier. Das ist alles darauf angelegt, dass man einfach campt. Das ist so krass. Aber ich habe die Fennec gehasst. So ein schlechtes Iron Sight. Jeder Maus- und Keyboard-Spieler hat diese Waffe gehasst, glaube ich. Und Waffen war dann geil wieder. Waffen war geil. RAL, Sakin, Hemlock ist geil, Waffen ist geil, Lachmann ist geil. Aber die ersten 2, die LMGs Müll. Ehrlich? Warte. This gun takes skill to use, sagt er.
Und dann gehen wir zu einem Clip, wo der die... Dann gehen wir zu einem Clip rüber, wo man die schlechteste ADS-Time aller Zeiten gesehen hat. Schaut euch das an, wie langsam der im Visier ist. Ist einfach full zum Campen da. Full zum Campen da. Hemlock war geil. Also das unterstütze ich nicht, was er gerade sagt. Dass man Skill dafür gebraucht hat, das unterstütze ich absolut nicht. Now I'm just gonna cover the rest of the game's life cycle, which Krone war geil. honestly, we didn't really see anything too Krone war crazy sehr in the nice. meta besides like 2 really standout guns to me. Starting off with the Krone and Squall, yet another one of my favorite metas because it was a high recoil damage gun that I think ja, das stimmt. Das ist wie mit der Amex. Ich liebe Meta-Waffen, wo Skill verlangt wird, damit du anständig Kills machen kannst. Das liebe ich. Und die Krone war auch sowas in die Richtung. War geil. Hat Spaß gemacht. Lachmann 556, ja. Die war auch geil. Die hatte keinen Recoil halt. Ja, das war auch geil. Kastorf 762. Geile Waffe. So now that brings us to modern day where we're playing Warzone Warzone 3 on 3. Urzikstan. Wer ist bis And warm? honestly, there's a lot of guns in the meta right now as we approach the Season 1 Reloaded Oh update. Gott, ich krieg schon wieder das Kotzen, wenn ich die MTZ Interceptor sehe. Das ist wirklich einfach nur wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Da kommen wir zurück zu diesen Tab-Waffen, die einfach wirklich nicht geil zu spielen sind. Schrecklich. MTZ, Bulimjot, ASP, BSP Swarm, BSP 9, Striker, Ram 7, MTZ 762. True. Interceptor ist ein Müll. Das ist das Problem bei Activision, dass die immer irgendwelche Waffen, die viel zu OP sind, dass sie die 13 Mal nerven müssen, bis sie endlich aus dem Spiel raus sind. Das ist so nervig, dass das alles immer so lang dauert. Das ist immer noch viel zu OP. Boah, was ein PP-Game. However, the other 2 SMGs offer a little bit more options at mid-range, which I think are better with the Interceptor. And you also have the BASB, which has also seen a nerf already, but this thing is also still ridiculous. BASB schon sehr geil. Die habe ich schon enjoyed. Die waren nur kurz mit, aber die habe ich schon wirklich sehr enjoyed. Kat AMR, einziger One-Shot-Sniper. It's the only sniper that will guarantee one shot to the head, even without explosive ammo. Just a few honorable mentions I'd like to go over. Und wer sniped so? Snake shots. Metaphor? I kid you not, we're only in the game for like 48 hours. Ja, okay, ich muss meine Aussage wieder revidieren. Ich muss ehrlich zugeben, in Warzone 3 bekommen sie es relativ gut hin, dass sie super OP-Waffen, also so Waffen, die halt nicht Meta sind, weil die MTZ Interceptor, die war halt einfach Meta. Also das war schon in Ordnung, dass sie ein bisschen länger gebraucht haben, um die zu nerven. Aber sie nerven bzw. fixen komplette Broken-Waffen, die einfach das Spiel zerstören, super schnell. Das muss man denen hoch anrechnen. Das muss man denen wirklich anrechnen. Ja, genauso wie die Lockwood. Lockwood genauso. Die war maximal eine Woche oder sowas Meta. Zum Glück. Ayo, der Grenade Launcher ist nicht Meta, Junge. Komplett kacke. Alright. Ey, ich habe das Video sehr enjoyed. Ich habe das Video wirklich sehr enjoyed. Es kriegt auf jeden Fall ein Like von mir. Gerne, falls euch das Video ebenfalls gefallen hat, schreibt mir natürlich unbedingt in die Kommentare, was eure absoluten Favorite-Waffen in 4 Jahren Warzone waren. Außerdem gerne noch hier auf dem Video ein Like da lassen und ein Abo auf dem Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.